Ja, würde ich es wieder tun. Ich würde es definitiv wieder tun. Das hört sich an wie ein Schlagersong. Würde ich trotzdem. Ja, okay, ja. Dann sage ich ja. Ich bin Nathalie Ich bin Stefan. und wir studieren Architektur im Bachelor. So eine kleine Leidenschaft von mir im Studium ist es eigentlich, in die Orte, an denen man dann arbeitet, richtig einzutauchen, deren Geschichte zu recherchieren, da rumzugehen, Leute zu befragen und dann eben darauf aufbauend Lösungen für etwaige Probleme zu entwickeln. Schön an unserem Studium ist eigentlich diese Abwechslung zwischen Theorie und Praxis. Wir besuchen einerseits die Vorlesungen, bekommen viel Theoretisches beigebracht. Andererseits dürfen wir auch Modelle bauen, wirklich Projekte entwickeln, entwerfen, skizzieren. Und ja, das ist eigentlich so eine schöne Mischung aus beidem. Ja, es ist definitiv ein Studium, in dem man eigentlich nie alleine ist. Man ist ständig zusammen in Gruppenarbeiten, macht viel gemeinsam. Ja, genau. Also ein Projekt gibt es eigentlich nicht in Einzelarbeit. Man interagiert zusammen, man kommuniziert, man muss sich einigen und auch ein bisschen auf die anderen einlassen. Wir Menschen bewegen uns ja eigentlich ständig in gebauten Räumen, sei es in Gebäuden, aber sei es auch zum Beispiel im öffentlichen Straßenraum, auf Plätzen. Und als Architekt, als Architektin hat man ja, die Chance, die Umwelt zu gestalten, ein bisschen zu verbessern, ein bisschen zu verschönern. Und diese Chance möchte ich ergreifen. Wir sind hier in der Design Factory oder auch der Werkstatt der Architekturfakultät hier am Stammgelände der TUM. Ansonsten verbringen wir noch sehr, sehr viel Zeit im Weißen Saal, unserem Arbeitsraum und auch dem Herzstück der TU München. Ein wichtiger Grund war eigentlich definitiv diese Auslandszeit. Es ist ein unglaublich starkes Argument, hierher zu gehen und hier zu studieren. Wo man wirklich für 1 bis 2 Semester im Ausland studieren, arbeiten und entwerfen darf. Was auch ziemlich cool ist an der TUM sind die Professorinnen und Professoren, von denen eben viele auch weltweit bekannt sind und ein Renommee haben. Wir haben hier natürlich ein großes Netzwerk, sowohl national als auch international. Für mich war es allerdings auch irgendwie ein entscheidender Punkt, dass die Uni hier eine Exzellenzuniversität ist, was natürlich auch gut für den Lebenslauf für spätere Bewerbungen ist. Ich glaube, diesen klassischen Tagesablauf gibt es eigentlich eher nicht, weil die scheiden sich doch relativ stark, je nachdem in welcher Phase des Projektes man sich befindet, welchen Arbeitsaufwand man hat, welche Fächer man hat, in welchem Semester man auch ist. Wie wir unsere Projekte und Entwürfe umsetzen, ist eigentlich uns überlassen. Wir können uns bei den Materialien austoben, bauen aber hauptsächlich aus Pappe und Holz. Dieses Semester bin ich am Lehrstuhl für Urban Design, das heißt, wir machen Städtebau mit einem Fokus des öffentlichen Raumes, aber auch der gesellschaftlichen Partizipation und auch der Gerechtigkeit. Im Rahmen dieses Entwurfsstudios des Städtebauprojekts gibt es auch immer wieder diese Seminare oder Zwischenkritiken, bei denen wir dann eben unsere Ergebnisse der vergangenen Woche präsentieren, vorstellen und dann Rückmeldung von unseren anwesenden Professoren, Dozentinnen oder eben auch Mitstudierenden bekommen. Das letzte Projekt war ein Holzbauprojekt. Es ging um eine Aufstockung mitten in München. Und wir sollten ja ein Konzept entwickeln, wie man für einen Künstler ein Atelier mit einem kleinen Appartement und öffentlichen Bereichen wie Café, Außenterrasse einfach verbinden kann und harmonisch zusammenführen kann. Also man unterschätzt die Zeit, die in so einem kleinen Modell steckt. Für 1 bis 2 Modelle braucht man locker 100 Stunden oder mehr, damit sie fertig werden. Obwohl wir im Studium eigentlich auch viel rauskommen, vor Ort die Grundstücke anschauen, durch die Quartiere gehen, mit den Leuten da auch reden, verbringen wir die meiste Zeit eigentlich dann doch schon in unseren Studios und dann eben vor allem auch am Laptop. Am Laptop machen wir eben auch ganz viel in den CAD-Programmen oder Designprogrammen, erstellen da unsere Pläne, unsere Renderings und Visualisierungen. Der Bausektor ist für ca. 40% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und genau deshalb ist es so großartig, dass die TUM einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, auf Sustainability legt. Gerade letztes Jahr erst beim Holzbausemester haben wir uns sehr viel damit auseinandergesetzt, wie wir auch in Zukunft anders bauen können, weil Architekten schon einen großen Einfluss auf die Umwelt haben. Was mich am Studium an der TUM positiv überrascht hat, ist diese unglaublich große Freiheit, die man hat, seine eigenen Themen, Projekte zu wählen und eben dann genau darin kreativ zu sein. Ja, was mich sehr überrascht hat an dem Studium ist, dass man wirklich ein Teamplayer sein muss und auch sein sollte. Man macht eigentlich alle Projekte mit anderen zusammen und kann dadurch eigentlich auch viel schneller und einfacher Kontakte knüpfen.
bin Werkstudent in einem Architekturbüro mit einem Fokus auf Umbaumaßnahmen, auf Sanierungen von Kirchenbauten, von Klöstern, aber eben auch mit dem Schwerpunkt auf Neubau von Schulen, Kindergärten, Rathäusern. Und darin sehe ich auch meine Zukunft. Ich möchte später selbstständig sein und sowohl Schulen, Kliniken oder Psychiatrien entwerfen und ja, zu einem schöneren Ort machen. Das Architekturstudium an der TUM ist ein sehr vielseitiges Studium. Es gibt eben diese verschiedenen Bereiche oder Blöcke mit den jeweiligen Schwerpunkten. Ein Block wäre zum Beispiel der Geschichtsblock, wo man dann eben Stadtbaugeschichte, Architekturgeschichte macht. Es gibt aber auch einen sehr technischen Part, wo es dann eben auch um Tragwerkslehre, Statik geht oder eben auch Bauphysik oder Architekturinformatik. Daneben gibt es noch diesen künstlerischen Block, wo man eben ganz kreativ sein darf und bildende Kunst macht. Der Hauptfokus oder die meiste Zeit verbringt man allerdings mit dem Entwurfsstudio. Obwohl es ein Studium ist, ist es ein sehr praxisbezogenes Studium. Es sind immer reale Probleme, reale Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen, die eben auch aktuell diskutiert werden. Zudem beschäftigen wir uns eben auch im Studium mit den rechtlichen Grundlagen, die wir eben als Planer oder eben auch als Architekten beachten müssen, die eben für den späteren Berufsalltag sicherlich hilfreich sind. Das Besondere am Architekturstudium an der TUM ist die integrierte Auslandszeit. Man hat nämlich die Möglichkeit, für 1 oder 2 Semester ins Ausland zu gehen und dann dort an der Partneruniversität zu studieren. Und deshalb dauert das Studium 8 statt 6 Semester. Das heißt, man studiert ein Jahr länger, was allerdings den Vorteil hat, dass man ohne zum Beispiel den Master zu machen direkt eine Kammerzulassung für die Architektenkammer hat. Ja, mein größter Wunsch fürs Auslandsjahr wäre eigentlich nach Skandinavien zu gehen. Einfach eine andere Kultur, ein anderes Klima, eine andere Architektur zu erleben. Ich habe mein Auslandsjahr in Dänemark an der Architektenschule in Aarhus verbracht. Es war eine unglaublich schöne Zeit mit tollen Leuten, mit tollen Erfahrungen. Und ich habe da ein Semester lang ein Jugendwohnheim für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen geplant und im anderen ein Landschaftsarchitekturprojekt mit einem Fokus auf Biodiversität. Mit dem Architekturstudium an der TUM hat man eigentlich viele Möglichkeiten, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Es kann sein Städtebau, klassische Architekturplanung, Innenarchitektur, man kann für die öffentliche Hand arbeiten, man kann sich selbstständig machen, man kann eben aber auch in klassischen Architekturbüros arbeiten. Das Studium ist schon ein bisschen härter als erwartet, würde ich sagen. Man muss nämlich einfach vor allem in den ersten 2 Semestern unglaublich viel Zeit investieren, oder? Ja, definitiv würde ich auch sagen. Also die eine oder andere Nachtschicht ist schon dabei. Ja, aber wenn man was findet, wofür man brennt, dann ist es auch halb so wild, oder? Erstens das und zweitens sitzt man da ja nicht alleine, sondern meistens im Team, zu zweit, zu dritt und arbeitet gemeinsam, wie man entwirft. Und dann macht es ja auch wieder, ja, ein bisschen Spaß. Doch, würde ich auch sagen. Die Frage habe ich mir damals eigentlich auch gestellt. Ja, das hört man auch ziemlich oft so als Klischee. Ja, aber also eigentlich würde ich schon sagen, dass der Großteil unseres Studiums aus dem Entwerfen und Planen besteht und eher nicht so dem Mathematischen. Genau, es gibt natürlich ein paar Fächer, wo man ein bisschen Mathe können muss, aber ja, das war's auch schon. Ja, vielleicht ist Basteln nicht das richtige Wort. Also wir bauen unsere Modelle und... Ja, aber das machen wir halt schon relativ oft dann auch. Ja, wir tragen immer schwarz. Ja, sonst erkennen wir uns ja nicht.